Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem wirklich tollen Video. Wir haben richtig gute Neuigkeiten für alle VW-Fahrer da draußen. Ihr wisst selber, ich meine, wir haben selber auch die Historie jetzt mitbekommen vom VW, den elektrischen Weg vom VW ID.3 auf den ID.4 bis jetzt rüber, wie sie hier stehen, auf den ID.5. Und wir haben wirklich tolle Neuigkeiten, denn die Software, die Fahrzeuge jetzt im Prinzip haben, die wird sich jetzt ändern auf 3.0. Der ID.5 wird schon mit der 3.0 ausgeliefert und die anderen, wie ihr da draußen, die User meistens, die haben ja noch die alte Version, die 2er. Und da gibt es Neuigkeiten, die wollen wir euch jetzt einfach im Video erklären. Die sind wirklich brutal, das muss man echt sagen. Von Tesla-Seite sehen, das ist echt heftig. Und wir sagen, lehnt euch zurück, entspannt euch und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Also ihr Lieben, als erstes müssen wir mal sagen, so ein Elektroauto besteht ja größtenteils mittlerweile wirklich aus Software. In Verbrennerkreisen war das eigentlich unrelevant. Da hast du ein Auto gekauft, hast das 4, 5, 7 Jahre gefahren und dann hast du den nächsten gekauft mit der neuen Software. Heutzutage ist das übel krass anders geworden, das kann man nicht anders sagen. Tesla hat es eigentlich vorgemacht mit dem Over-the-Air-Update und genau hier springt im Prinzip jetzt auch die VW-Generation mit drauf. Und wir können euch sagen, das 3.0er Update, was jetzt für alle User, die bereits jetzt ein ID haben, im Prinzip für Q2 2022 ausgerollt wird, hat ein paar wirklich dicke Brocken dabei. Der erste Brocken, den will ich direkt mal ansprechen. Wir gucken mal hier hinten hin und zwar ist das hier hinter verborgen, das ist die Ladeperformance im Prinzip. Es geht vorwiegend um das DC-Laden, sprich das Schnellladen. Und zwar haben wir hier aktuell bei den ID.5 135 kW, beim ID.3 und ID.4 sind es glaube ich 125 kW. Das wird erhöht werden im Laufe der Zeit bis auf 200 kW. Also das ist so die Orientierung. Ich denke mal angepeilt wird jetzt mit 170 kW. Die wird sich mit den 3.0 auf jeden Fall schon mal auf 135 kW erhöhen. Ich stecke hier gerade mal den Button wieder zurück und mache die Klappe zu. Ein nächster Punkt, der sich auf jeden Fall ändert, ist die Ladekurve. Und zwar Ladekurve für die, die neu um dem Thema sind. Die Ladekurve beschreibt im Prinzip, wenn ihr das Auto mit 10% an eine Ladesäule fahrt, an Schnellladesäule, auf dem Trip in Urlaub, steckt ihr ran und dann geht der Peak ja immer, der bleibt ja nicht immer gleich oben, sondern die Kurve geht so und dann flacht die ab. Aktuell muss man sagen, geht die Kurve nur bis 125 kW. Und da ist erstmal Schluss, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Kurve geht ziemlich strack doch runter. Das wird mit dem neuen Update behoben werden. Das heißt, wir haben dann noch eine Performance-Änderung. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Das bedeutet, wir sind im Vergleich zu der alten Software knapp 9 Minuten schneller am Laden als wie mit der 2er-Version. Also VW versucht echt dann noch was an der Ladekurve zu drehen, dass ihr natürlich dann schneller wieder vom Laden wegkommt und weiter eure angenehme Reise fortführen dürft. Kommen wir zum nächsten Punkt, der hier mit der 3.0 Einzug hält. Und zwar ist das der Punkt Schwarmdaten. Schwarmdaten sagt euch vielleicht jetzt direkt nichts. Ich erkläre es euch. Und zwar habt ihr ja die Funktion hier in den ID-Modellen, den Travel Assist zu nutzen. Das bedeutet, es geht in die Richtung, dass das Fahrzeug halt selber fährt. Level 2, genau, Level 2 ist es. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Situation, ihr fahrt auf einer Bundesstraße, wie auch immer, und auf einmal fehlt die Markierung an den Seiten. Das bedeutet, der Wagen hat keine Orientierung, wa? Wenn ihr jetzt gegensteuert und ihr macht das und dann vielleicht noch 100 andere plötzlich sagt, dann lernt das Auto dazu. Das heißt, im Prinzip, wenn ihr die Stelle dann in 2 Monaten nochmal fahrt, weiß der Wagen, okay, hier ist keine Markierung und orientiert sich direkt an dem Fahrverhalten, wie ihr es ihm vorgegeben habt. Da lernt das Fahrzeug im Prinzip durch neuronale Netze dazu. Richtig mega Sache und ist auch wichtig. Ich meine, Gegebenheiten ändern sich und wenn wir irgendwann autonom fahren wollen, müssen die Fahrzeuge ihre Umgebung erkennen und auch dazulernen. Ein nächster krasser Punkt, der sich ändern wird mit der 3.0, ist das Car2X. Im Prinzip, was heißt das? Ihr wisst es bestimmt jetzt nicht. Und zwar habt ihr zwar ein ganz normales Datennetz, eine eSIM-Karte verbaut im ID. Allerdings gibt es jetzt noch ein neues Netzwerk, das nennt sich WLAN-P. Und mit WLAN-P können Fahrzeuge untereinander in einer kurzen Distanz kommunizieren. Das bedeutet, ich nenne euch ein Beispiel. Ihr fahrt auf der Autobahn und im Prinzip in 5 Kilometer vor euch passiert ein Auffahrunfall. Das heißt, irgendeine Gefahrensituation und so weiter. Und zufälligerweise ist in diesen 5 Kilometer Entfernung ein ID.3 zum Beispiel. Der kommuniziert mit eurem Fahrzeug, dass, Achtung, da ist ein Hindernis, da ist eine Gefahrensituation und gibt euch direkt auch hier einen Hinweis rein. Das bedeutet, die Fahrzeuge kommunizieren untereinander, aber auf einer kurzen Distanz. Also er konnte uns jetzt nicht genau sagen, wie viel Kilometer war Kelvin? Genau.
aber wir reden von Radius ungefähr von 5 bis 10 Kilometern. Das ist WLAN halt und das ist eine coole Sache. Vielleicht geht das auch irgendwann mit mehreren Fahrzeugen, also zum Beispiel mit einem Mercedes zu VW und so weiter. Müssen wir mal gucken, wenn die auch auf WLAN-P setzen, das wäre toll. Und dann hätte man schon wieder einen Sicherheitsfaktor einfach mehr, der gegeben ist. Kommen wir zu einem wirklich coolen Feature, was man als Tesla-Fahrer nur vermisst, das muss man echt so sagen. Und zwar hat sich VW Gedanken gemacht, okay, ihr habt ja meistens eine Solaranlage zu Hause oder was heißt meistens, ihr habt einen Heimspeicher, die dies haben und eine Solaranlage auf dem Dach und könnt ihr eigentlich dieses Fahrzeug doch mit der Riesenbatterie als Energiespeicher nutzen. Also als Transfermedium einfach, muss man echt so sagen. Und VW sagt da, ja, das machen wir, nämlich das sogenannte bidirektionale Laden. Das bedeutet im Prinzip, wenn wir hier nochmal reingehen, haben wir hier die Anschlussmöglichkeit und im Prinzip kennen wir es ja aktuell nur so, dass der Strom reingeht in die Batterie, war. Aber warum? Warum können wir diese 77 Kilowattstunden vom ID.5 nicht auch nutzen, um zum Beispiel unseren Kühlschrank über die Nacht zu bedienen? Der wird ja keine 50 Kilowattstunden verbrauchen. Das ist ja meistens in einem Rahmen von 10 Kilowatt pro Nacht, was so die Endverbraucher verbrauchen. Ja gut, für den ganzen Haushalt. Nicht für den ganzen Haushalt, genau. Also ein großer Kühlschrank. Ja, ohne Mist. Und das ermöglicht uns jetzt das bidirektionale Laden. Da ist VW dran und wird wohl auch angeblich mit der 3.0er Version Anfang nächsten Jahres ausgerollt. Wirklich toll. Es können, muss man auch dazu sagen, nicht alle Fahrzeuge, weil ihr müsst ja auch diese Möglichkeit einfach haben. Deswegen, ich kann jetzt keine Prognose machen, aber ich sag mal, Neufahrzeuge, die jetzt gekauft werden, haben auf jeden Fall schon diese Möglichkeit. Die letzte entscheidende Funktion von 3.0, die wir hier aufgeschrieben haben, ist der Parkassistent Plus. Was bedeutet das? Im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, hat der ID.5 jetzt ab diesen Jahres im Herbst oder im Winter besser gesagt eine andere Sensorik verbaut, wie jetzt der ID.3 oder ID.4, der derzeit schon da draußen rumfährt. Und zwar werden diese Sensoren, die jetzt neu sind, im Prinzip nicht nur hier unten, wie wir sie hier haben, Kelvin, sondern auch Radar zusammen genutzt, um euch einfach ein Komfortfeature zu bieten. Was ist damit gemeint? Im Prinzip könnt ihr dem Fahrzeug beibringen, wie er selbstständig in die Garage reinfahrt. Von eurer Einfahrt bis hin in die Garage. Ihr müsst das vielleicht ein-, zweimal dann ihm beibringen, auch wenn keine Markierungen sind oder sowas. Er nutzt wirklich seine Sensorik und kann dann fast autonom, kann man sagen, in euren Garagenport reinfahren. Ihr steigt im Prinzip aus, wenn ihr von eurer Arbeit jetzt im Prinzip kommt, steigt aus, geht ins Haus rein und der Wagen fährt selbstständig in die Garage. Das ist mega. Und müsst euch, denke ich mal, also wir haben es noch nicht live gesehen, aber müsst euch keine Gedanken machen, dass irgendwie ein Hindernis berührt wird oder sowas oder er gegen die Mauer fährt, denn die Sensorik zusammenarbeitet und bringt dann das bestmögliche Ergebnis. Wir haben auch gefragt, wie ist das jetzt, wenn auf einmal eine Mülltonne zum Beispiel im Weg steht? Und da hat er gesagt, dass im Prinzip wirklich das Kamerasystem mit den Sensorik zusammenarbeiten und dann das Hindernis erkennt und umfährt. Also wirklich eine innovative Sache. Wir haben es noch nicht live gesehen, werden wir aber ich glaube im Februar, März rum 2022 dann auch mal testen dürfen. Also wir freuen uns schon sehr drauf. Ungelogen, das sind wirklich jetzt mal richtig harter Brocken an Softwareänderungen, das kann man nicht anders sagen. Mein Favorit ist das bidirektionale Laden. Wenn ich jetzt Photovoltaik oder einen Energiespeicher hätte, war Kelvin, oder? Ja, das ist praktisch. Das ist echt praktisch und ja. Das war bei den Energiepreisen, ne? Ja, gerade bei den Energiepreisen, ja, das ist schon irre. Ja. Da kann man das Fahrzeug wirklich dann tagsüber beladen und dann über Nacht als Speicher nutzen. Das ist wirklich top, kann man nicht anders sagen. VW, ihr geht den richtigen Weg. Das ist jetzt aus dem Herzen gesprochen. Ja. Und wir freuen uns wirklich, diese Entwicklung zu sehen, von da, wo ihr auch herkommt. Also VW ID.3-mäßig, was da softwaretechnisch unterwegs war, das war ja nicht gerade das Beste, muss man echt so sagen. Und es ist toll, wie ihr euch entwickelt. Ja. Wir verabschieden uns jetzt hier. Das heißt, für alle, die bisher einen ID.3 schon fahren oder ID.4, ihr könnt euch auf Q2 2022 schon mal auf eine neue Software freuen. Ist mega, wie ein kleines Kind, wie Weihnachten. Und wie das zweite Weihnachten, kann man sagen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. War Kelvin. Macht's gut und schönen Tag. Ciao.